Servus YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Test von einem Monster. Und zwar geht es diesmal um die Fee. Die Fee wurde vor einer Woche circa gebufft. Und das wollen wir heute mal testen, wie sie funktioniert. Ich habe sie jetzt auf viel HP gebaut, wie man sie normalerweise bauen sollte. Sie muss nicht schnell sein, weil im Endeffekt ihre Passive, darauf kommen wir gleich, ist hier das Wichtige an diesem Element. Wir haben sie auf sehr viel Resistance gebaut und ein wenig auf Genauigkeit, aber ich glaube, die Genauigkeit wird da jetzt nicht wirklich in der Passiv mit drin sein. Ich glaube, das ist unabhängig von der Passiven. Falls nicht, kann man sie theoretisch auf Genauigkeit bauen. Falls es jemand weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben, aber wir werden sie jetzt erstmal so spielen, weil ich habe keine Bauteile. Wie ihr sehen könnt, ich habe Flat-Bauteile. Also, ja. Genau, die Fähigkeit, die Passive wurde ja geändert. Es war ja davor so, dass wenn Gegner hintereinander angreifen oder Zug machen, steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Elements eingefroren werden. Sobald aber eins von den Leuten eingefroren ist, glaube ich, wird die Chance, glaube ich, auf null gesetzt. Jetzt ist aber so, dass wenn irgendwas passiert, dass die Chance nur um die Hälfte reduziert wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Deutschen drin steht. Wenn Feinde hintereinander ihren Zug machen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die nach ihrem Zug für eine Runde mit einem Frame belegt werden, zunehmend an. Wenn ein Feind nicht handeln kann oder nur einen normalen Angriff ausführt, erhöht sich deine Aktionsleistung 15%. Zudem erleiden alle Verbündeten im Zustand der Handlungsunfähigkeit 70% weniger Schaden. Auch ziemlich cool. Er steht jetzt hier leider nicht drin, ist wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung abhanden gekommen. Werde ich wahrscheinlich nochmal den Entwicklern sagen, dass sie das nochmal erneuern sollen. Ich werde denen dann den korrekten deutschen Satz reinschreiben, weil die Chance wird jetzt nur noch halbiert. Das ist ja das, was erneuert wurde. Ja, genau, der Rest ist, glaube ich, gleich geblieben. Da hat sich nichts geändert. Wir haben leider keine Skill-Ups, aber wir werden sie jetzt erstmal testen und gucken, was passiert. So, ich habe hier ein Team rausgesucht. Wir werden auf jeden Fall mit dem ersten Team natürlich ein bisschen Probleme haben, weil das Team ist schneller als wir, definitiv. Das ist auch der Test, warum wir das machen wollen. Weil gleichzeitig wollen wir ausprobieren, wie das ist, wenn man einen Unfähigkeitseffekt hat, dass man ja 70% weniger Schaden erleidet, weil sie wird uns einfrieren. Er wird uns angreifen. Wir sollten theoretisch 70% weniger Schaden bekommen. Er hat ja sowieso einen Unfähigkeitseffekt drauf, weil er ja schläft. Also heißt es, er kriegt ja automatisch in der Kombination immer 70% weniger Schaden, was super stark ist. Und da gehen wir einfach direkt rein. Unten braucht ihr nicht zu. Ignoriert das. Ja, das machen wir einfach jetzt so nebenbei. Ja, dann gucken wir mal. Au, das tat weh. Okay, wie wir sehen können, wir haben einen Vierer-Stack momentan. Er wurde eingefroren. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Stack gerade war. Ich habe es ja leider nicht gesehen. Ihr könnt ja nochmal nachspulen, ob die Chance auf 8 war und dann jetzt auf 4 runter ist. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, jetzt gucken wir mal. Wir könnten theoretisch den Schlaf auf die Gegner draufpacken von ihm. Brauchen wir jetzt aber nicht machen. Wir gucken jetzt mal einfach, ob wir sie zum Schlafen bringen. Hat nicht geklappt. Wir gehen jetzt mal mit ihm rein. Stun ist drauf. Okay. Sie hat einen Defense Break. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Defense Break umwechseln. Oh, sehr schön. Cool. 2, 3, 4. Okay. Also die Chance geht immer weiter hoch. Das ist ziemlich cool. So. Jetzt ist er auf 3 runter. Hier. Okay. Ist leider tot. Ich glaube, das sollen wir dennoch gewinnen. Hoffe ich. Wäre auch schade, wenn nicht. Okay. Nice. Ja, dieser Wasser war nicht schlecht, ne? Er hat schon gut ausgeteilt. Habe ich nicht erwartet. Aber gut, es hat geklappt. Machen wir ihn erst down. Wir gehen auf ihn. Zack. Oh. Ja, als nächstes probieren wir es natürlich gegen dieses Team aus. Es ist ein Resistance-tankiges Team. Er kann uns stunnen. Er kann uns stunnen.
Deswegen hoffe ich mal, dass wir zumindest also er hat halt die, Immunität, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn Immunität drauf ist, werden wir natürlich niemanden einfrieren können, aber wir werden gucken, was passiert. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben, ihn davon abzuhalten, einzufrieren. Bei dem Team ist es völlig egal. Das wird easy. Zack und tschüss. Dark Ninja, ne? Mann, Mann, Mann. Ein super starker Seelemon, also kann nichts sagen. Man kann nichts sagen. Ist halt jetzt momentan mein zweiten Account. Da sind die Gegner natürlich nicht extrem stark. Und die Verteidigungen sind jetzt auch nicht sehr metalastig. Oh, ja, okay. Das ist blöd. Aber wir werden gucken, was passiert. Er ist jetzt nicht eingeschlafen. Warum nicht? Ich glaube, da ist irgendwas buggy. Schläft nicht ein. Schläft nicht ein. Da hätte er einschlafen sollen. Ja, wir machen jetzt mal die Aktivierung weg. So. Die Lähmung, sorry. Hm. Ich glaube, wir frieren gerade die ganze Zeit ein, nur war gerade bei ihm die ganze Zeit die Immunität drauf, was halt natürlich auch das Problem bereitet. Jetzt. Oh, ich glaube, es liegt an der Resistenz von dem Element. Ich glaube, die haben den verbuggt. Das ist interessant zu wissen, weil er schläft zwar ein, aber er resistet es ja selber. Er kann seinen eigenen Schlaf resisten und ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Ich werde jetzt mal einfach nur mit dem normalen Angriff angreifen, weil ich will jetzt den Stack hier eigentlich haben. Jetzt wissen, was passiert. Okay, sobald sie drankommt, geht der Stack weg. Mhm, mhm, mhm. Okay. Okay, als nächstes probier es mal da ein. Ich werde definitiv den Fight verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir probieren es trotzdem. Ich versuche mal zu gucken, ob wir den zumindest mal wieder einfrieren können. Das Problem ist natürlich wieder hier die Immunität, die wir bekommen, leider. Aber ich glaube, damit sollten wir fein sein. Wir werden mal gucken. Gucken wir mal, wie es läuft. Oh, okay. Da ist wohl jemand schneller als ich. Ei. Okay. Leider haben wir die Paralyse drauf. Ja, das werden wir verlieren, Leute. Gut. GG. Da seht ihr. Auch wenn man LDNet 5 hat. Solange keine Bauteile drauf sind, kann das nichts werden. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Ich überlege gerade, ob wir den Beschuss machen, aber dann können wir die Abklingzeit nicht erhöhen. So können wir zumindest Verteidigungsjagd und Abklingzeit, aber wir machen es erstmal auf ihn. So. Ich kann mir auch einen Stun. Wir haben jetzt einen Defense Break. Packen das natürlich auf sie. Sehr schön. Jetzt können wir das natürlich machen. Das ist sehr gut. Genau, Abklingzeit erhöht. Sleep. Ich weiß gar nicht, war auf dem ersten Skill Sleep überhaupt?
Ei, kriegen wir ihn down, aber das Problem ist, dass er ist jetzt halt das Problem, ne? Schlaf, ja. Kriegen wir ihn down? Ne. Schade. Wenn wir ihn down bekommen würden, wäre schön. Aber sie kriegt weniger Schaden als erwartet. Oh, das war nicht gut. Hm. Genau, jetzt können wir übertrag alle Diebes von einer Verbindung, bla bla bla. Je Verbündete, äh, je niedriger deine LP, desto höher ist die Heilungsmeldung. Jetzt gucken wir mal. Wir sind fast down. Und schauen wir mal, was wir jetzt an Heilung reinbringen. Ich hoffe, wir können ihn auch gleich mit sleepen. Ja, sehr schön. Oh, okay. Das war sehr cool. Können wir sie sleepen lassen? Anscheinend nicht. Aber jetzt sollten wir sie snipen, ihn vielleicht. Ich meine, wir haben auf ihn korrumpieren, deswegen verlieren die gerade die ganze Zeit HP. Was halt ziemlich strong ist natürlich. Sehr schön, er ist down. Er ist auch down. Und das, ja, da war schon mal das Einfrieren. Okay, haben wir gewonnen. Als nächstes probieren wir es mal im PvP aus. Ich will mal gucken, ob das hier so gut klappt, wie ich es mir vorstelle. Weil das wird ein CC-Fest sein der Nation und wir werden gucken, ob wir dadurch einfach mal die Leute so nach und nach einfrieren werden. Wir schauen mal. Ich hoffe nur, dass sie uns nicht. Okay, perfekt. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, wir haben es auf Auto, sorry. Wir haben auf jeden Fall sehr viel eingefroren, habe ich gemerkt. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das so. Das ist ziemlich hoch gestackt, definitiv. Ihr kriegt aber auch immer jetzt mal Aktionsleiste, was auch nicht schlecht ist. Ja, das Problem ist, dass sie halt unsere Abklingzeit erhöht hat. Sonst hätten wir jetzt auf jeden Fall alles, was wir hatten an Debuffs, hätten wir direkt auf sie zurückgeschleudert und hätten natürlich es ein bisschen entspannter gehabt. Ja, man kann nicht einmal alles haben, was man haben möchte. Perfekt, wieder eingefroren. Genau, der Cooldown wird einfach nur halbiert, so wie ich es jetzt gesehen habe. Also mal einzuslieben, sehr schön. Jetzt dürfen wir auch endlich mal, Leute. Es ist soweit. Let's go. Ich würde sagen, wir probieren es so. Dann so. Sehr schön. Jetzt. Wir haben einen Defense Break und wir haben einen gefroren. Wir können das jetzt versuchen auf die Gegner. Auf den Zielgegner. Das heißt, wir können es jetzt auf einen. Wir können jetzt Verteidigung und Einfrieren auf einen Gegner packen. Ich würde sagen, wir packen es jetzt mal auf ihn. So, oh, genau, Sleep kommt ja auch nochmal drauf, weil das ist ja Sleep von ihr. Das ist mega cool. Ähm, Heilung tut sie auch auf jeden Fall sehr gut. Aktionsleiste wurde erhöht. Sehr, sehr geil. Wir machen das erstmal auf dich. Dann versuchen wir dich einzuschlafen zu lassen. Funktioniert nicht. So, Lähmung, sehr schön. Sollte down gehen. Ja. Okay. Der C-Element ist weg. Also der schlimmste von allen. Zweitschlimmste ist der kleine hier. Aber gegen den kommen wir schon einigermaßen klar, hoffe ich. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie es laufen wird. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Sie darf nicht sterben. Wenn sie stirbt, haben wir ein kleines Problem. Oder wohl, es geht, außer. Okay, einer von beiden muss überleben. Beide überleben es nicht. Das ist blöd. Sleep.
Hier übertragen den Stun. Ne, den Sleep haben wir übertragen. Okay, gut. Cool. Hat Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt auf Englisch. Im Englischen steht genau das Gleiche. Es hat sich jetzt nicht wirklich an der Beschreibung was geändert, aber ich habe noch mal in den Patch Notes nachgeschaut. Da steht einfach nur die Erklärung. Ich weiß nicht, ob man das quasi dann mit in der Beschreibung drinnen lassen sollte. Wahrscheinlich schon, weil man sollte schon ein bisschen Klarheit haben im Skill. Aber hier im Patch Notes seht ihr auf jeden Fall, für euch noch mal kurz, hier, nachdem der Gegner eine Runde bekommen hat, ist die Einfrierwahrscheinlichkeit um 10% erhöht. Nachdem ein Verbündeter eine Aktion ausführt, wird die Einfrierwahrscheinlichkeit auf 0 resettet. Und nach dem Patch jetzt, also momentaner Zustand, nachdem ein Gegner genau das gleiche, auch wieder um 10% erhöht, nachdem ein Verbündeter wieder eine Aktion ausführt, wird die Einfrierwahrscheinlichkeit halbiert. Wir haben es ja an den Stacks gesehen, die Stacks sind ja nicht immer auf 0 gegangen, die wurden ja immer komplett halbiert. Das einzige Mal, wenn es mal auf 0 gegangen ist nur, wenn jemand eingefroren wurde. Bedeutet also, wenn man eingefroren wird, geht der Stack runter, geht auf 0. Wenn jemand nicht eingefroren wird und man kommt dran, wird sie halbiert. Das nur mal als Klarheit für euch. Ich werde das auch noch mal Bescheid geben. Vielleicht sollte man das noch mit einführen, weil also zumindest das hier, dass man weiß, dass es wirklich so ist, sonst weiß man das ja nicht, wenn man nicht die Patch Notes gesehen hat und nicht versteht, wie sie funktioniert. Nur das auf jeden Fall dazu. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde sie super. 'N sehr, sehr cooles Element. Ich würde es auf jeden Fall definitiv, auf Accuracy bauen, weil wir haben es gesehen, es wurden einige Male die Einfriermöglichkeit nicht gewährleistet, einfach aus dem Grund, weil wir wahrscheinlich zu wenig Accuracy haben. Und deswegen würde ich sie wahrscheinlich mehr auf Accuracy bauen als auf Genauigkeit und genau gleich, also tanky sein. Sie muss nicht schnell sein, weil sie kriegt die ganze Aktionsleiste dazu. Und ja, aber ich finde sie mega cool in einem tankigen Team. Wir haben es ja gesehen, also wenn jemand unter Unfähigkeitseffekten ist, wird der Schaden um 70% reduziert, als Stun, Freeze, Sleep und so weiter. Ähm, Finde ich mega cool, gefällt mir. Sehe sie auf jeden Fall in tankigen Teams, eher in der Verteidigung dann eher, als man sie im Angriff benutzt. Je nachdem, was für ein Team man natürlich dann benutzt. So mit der Krankenschwester oder mit dem Baumbären sehe ich sie noch sehr gut dabei. Einfach nur aus dem Grund, weil sie halt als tankiges Team die ganze Zeit stehen werden und nicht sterben werden und dadurch halt das Team deutlich besser fungieren wird. Das auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen Klarheit schaffen, dass er versteht, wie sie funktioniert, vielleicht dem einen oder anderen helfen, sie richtig zu bauen und einfach mal getestet zu haben oder aus Neugier, wer weiß. Und danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst gerne 'n Daumen da. Über 'n Abo freue ich mich auch immer gerne. Und schreibt's in die Kommentare, wie ihr sie findet, ob ihr sie schon getestet habt und wie ihr sie gerne bauen würdet. Und wir sehen uns auf jeden Fall wie immer im nächsten Video. Bis dann. Tschau.